Nein, hier geht es nicht darum, irgendwelche Spendengelder einzusammeln oder dich dazu zu bringen, auf einem Fischkutter irgendwelche Leute zu verprügeln, die armen Haien die Flossen abschneiden. Auch wenn das ein ziemlich guter Gedanke ist. In diesem Video möchte ich nämlich mit dir zusammen eins der wichtigsten Tiere, die auf deinem Planeten leben, schützen. Und das ohne irgendwo einen Brief hinzuschicken, deine Unterschrift einzuscannen oder dich mit E-Mail zu verifizieren, um 1000 Werbenachrichten im Anschluss zu bekommen. In Europa ist der Handel mit Haifischflossen tatsächlich noch erlaubt und die Bürgerinitiative Stop Finning möchte dem Ganzen ein Ende setzen. So wurden jetzt im Januar über 1 Million Stimmen gesammelt, um im EU-Parlament diese Gesetzesänderung durchzubringen. Ich spreche jetzt einmal mit Nils, das ist der Initiator hinter dem Ganzen, und der wird uns einmal sagen, warum diese 1 Million Stimmen nicht die Garantie dafür sind, dass das Ganze auch trotzdem funktioniert. Im Anschluss werden wir zusammen einmal schauen, wie einfach man abstimmt. Das sind wirklich nur ein paar Klicks und somit ein paar sehr gut investierte Sekunden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Zum 1000. Interview wahrscheinlich. So viele sind zum Glück noch nicht. Was hat es damit auf sich, dass über 1 Million Stimmen abgegeben wurden, aber man trotzdem nicht sicher sein kann, dass das Ganze auch letzten Endes funktioniert? Ja, es ist tatsächlich so, dass bei einer europäischen Bürgerinitiative bis zum Stichtag eben diese Stimmen gesammelt werden müssen. Und die Webseite zählt erstmal nur, wie viele Stimmen sind eingegangen. Weil es aber wirklich eine Bürgerinitiative ist und nicht eine einfache Petition, werden hinterher die Stimmen verifiziert durch die Landesbehörden. Das heißt, sie zählen wirklich nach. Ist das jemand, der abstimmen durfte? Ist wie eine Wahl im Grunde genommen. Und wenn da jetzt Leute rausfliegen, weil sie zu jung sind und ihr Alter gefälscht haben, weil die Wohnadresse nicht stimmt, weil es einen Betrugsversuch gab und irgendjemand angefangen hat, irgendwelche Wohnadressen von anderen Leuten reinzuhaken, dann werden diese Stimmen alle rausgenommen. Und das sind in der Regel so um die 20%. Oh, so viel noch. Okay, ja. Da auf jeden Fall mit möglichst jedem, den man kriegen kann, noch entsprechend agieren, damit auch diese Ziffern dann nicht mehr so ins Gewicht fallen. Genau. Das würde uns riesig helfen. Das gibt einfach dann Sicherheit. Ne? Wir sind ja auf diesem Kanal viel mit Aquarianern unterwegs. Da ist natürlich das Interesse da, um welche Haiarten speziell sich das Ganze jetzt einmal richtet. Die Forderung ist ja sehr, sehr breit gefächert, den Flossenhandel zu beenden. In Europa haben wir natürlich einige Haiarten, die im Fang im Fokus sind, insbesondere Blauhai, der auch für die Flossen da sehr wertvoll ist auf dem Markt. Aber die Forderung geht natürlich viel, viel weiter. Wenn wir Flossenhandel unterbinden, unterbinden wir auch das, was von außen reinkommt. Das heißt, wir blockieren erstmal den Handelsraum Europa für den Handel mit Flossen von allen Haiarten. Auch alles, was jetzt zum Beispiel über Südamerika durch Europa durch in Richtung Asien geht, wäre dann nicht mehr möglich. Das wäre ein ganz starkes Statement und würde sich auf ganz, ganz viele Haiarten auswirken und nicht nur auf die, die in Europa gefischt werden. Also der Handel über Europa ist derzeitig noch vollkommen legal. Ja, absolut. Und da auch über Europa ist es völlig egal, ob die Flossen jetzt durch dieses grausame Finning gewonnen werden oder nicht. Die Flossen können frei gehandelt werden. In Europa ist ja Finning tatsächlich sogar verboten. Dagegen richtet sich unsere Forderung auch, weil da sind die Schlupflöcher einfach viel zu groß. Und seit es verboten ist, hat sich auch an der Fangmethode oder an der Fangmenge nichts geändert. Ne? Also da sind jetzt nicht weniger Haie durchgefangen worden, dass Europa Finning verboten hat. Da kommen wir nämlich zu meiner nächsten Frage. Was würde sich denn verändern, wenn man jetzt so eine Gesetzesänderung im EU-Parlament durchkriegt? Würde sich überhaupt was ändern? Ja, massiv. Im Moment ist es so, wenn die Flosse einmal ab ist vom Hai, dann kannst du nichts mehr machen. Ab dann ist sie legal. Ob die auf hoher See abgeschnitten wurde oder wie es die Regel erfordert am Hafen, das ist heute völlig egal. Mit der neuen Regelung wäre es so, sobald eine lose Flosse auf dem Markt auftaucht, muss es illegal sein. Und das ist die ganz, ganz große Änderung. Wir würden einfach sagen, an diesem Handel mit Flossen wollen wir nicht mehr teilnehmen. Daran wollen wir kein Geld verdienen. Und das würde auch bei jedem Fischer draußen etwas auslösen, weil heute ist er immer im Zwiespalt. Ne? Wenn er einen Hai als Beifang im Netz hat, kann er sagen, nehme ich den mit den Flossen kann ich richtig Geld verdienen. Dann wäre die Entscheidung klar, dann würde er sagen, nee, ich schmeiß das Viech über Bord, ich kann damit sowieso nichts anfangen. Und dann hat der Hai eine Chance zu überleben. Und das wäre der ganz, ganz große Gewinn der Regelung. Wir geben Gas. Ich hoffe, dass auch durch das Video hier natürlich noch einige Stimmen zusammenkommen. Ja, danke, dass ich da sein konnte. Und damit du auch siehst, dass es wirklich schnell funktioniert, gehen wir einmal auf stop-finning-eu.org, haben dann diesen Bildschirm vor uns, gehen direkt auf Jetzt abstimmen, sehen einmal diese Übersicht, geben unser entsprechendes Herkunftsland an, müssen bestätigen, dass wir nicht schon mal abgestimmt haben. Habe ich zwar, aber ich schicke das ganze Formular nicht ab, dementsprechend gehen wir einmal hier drauf. Sehen, dass du deinen ganzen Klumpatsch eingeben musst, wo du herkommst, wann du geboren bist
musst einen kleinen Ich bin kein Computer-Check machen. Danach bestätigst du nochmal, dass du das Formular vorher nicht ausgefüllt hast, schickst das Ganze ab, bekommst diesen wunderbaren Banner angezeigt und schützt unsere Haie. Vielen Dank.